Hallo und herzlich willkommen auf dem Permakulturkanal. Der Kirschbaum blüht und die Blüten fallen schon ab wie die kleinen Schneeflocken. Es sieht wunderbar aus. Die Gurkenkiste hat ihren Platz wiedergefunden. Es passiert einiges im Gewächshaus. Ich möchte euch heute auf einen kleinen Rundgang wieder mitnehmen, was bis jetzt geschah. Und außerdem wollen wir heute einen Ölauszug aus den Löwenzahnblüten machen gemeinsam. Die Gelenkesalbe, die besagte Mamas Gelenkesalbe, da möchte ich euch auch mal mitnehmen und zeigen, wie die gemacht wird. Also viel Spaß dabei. In die Gurkenkiste kamen verschiedene Holzschnitte und Abfälle aus dem Garten. Die bauen wir meistens nach dem Prinzip für ein Hügelbeet von Sepp Holzer, ein österreichischer Bauer. Erstmal kommen ganz viele grobe Abfälle, so Holzabfälle unten rein und danach Humusschicht. Die Erde in der Kiste bleibt mehrere Jahre fruchtbar und die gröbere Stücke verrotten wirklich nur langsam und bilden eine tolle Humusschicht. Beim Kompostierungsprozess sackt die Erde immer wieder zusammen und man muss es nachfüllen. In diesem Gewächshaus wächst ganz üppig Rucola. Das ist meine Lieblings-Salatpflanze, neben Vogelmiere und allen anderen, die ich esse gerne. Ja, was passierte denn hier? Meine Ölkürbisse gehen auf. Ich werde jetzt noch eine Tour einpflanzen, weil irgendwie sich absichern möchte ich schon. Aber die wachsen ganz gut. Das sind hier in diesem Gewächshaus 3 Stück, die ganz gut aufgegangen sind. Im Haus sind nochmal 4 weitere. Und eigentlich würde das für eine 5-köpfige Familie reichen. Ja, wir übertreiben einfach maßlos und sehr gerne, ich und meine Mama. Neben den Ölkürbissen ist Amaranthsaatgut ganz gut aufgegangen. Und wir haben dann viele Pflanzen demnächst als Lückenfüller in den Beeten. Das machen wir jedes Jahr da, wo vielleicht irgendein Saatgut nicht so aufgegangen ist, kommt eine Amaranthpflanze. Die Rucola, die ernte ich jetzt ab und in den Töpfen sind jetzt Petersilie, ganz viele andere Kräuter, Basilikum, die sind noch nicht so weit. Nur meine Ölkürbisse sind jetzt draußen so als Versuch und die anderen sind natürlich drinne zur Sicherheit. Die Nächte sind noch so kalt und da muss man auch nicht riskieren, so tolle Pflanzen. Ja, die Rucola, die hat sich ausgesamt hier ganz großzügig und wir haben dann die nächste Generation. Ich möchte ganz gerne die Erdbeeren befreien und auch mulchen und die dann vorbereiten. Die stehen auch so kurz vor der Blüte und wir sind schon fast zu spät. Es war sehr kalt und auf einmal kommt alles raus, sprießt und blüht und man könnte im Garten 24 Stunden irgendwas machen. Aber erstmal die Hake. Ich hake eigentlich nicht so gerne, aber dieses Mal muss es sein, weil
Die Erdbeeren sind ziemlich zugewuchert und das war auch gut so. Ich habe ja erzählt, wir haben Weizengras überall auf dem Stück und das war auch gewollt, dass das Weizengras gewisse Größe erreicht, um als Mulchmaterial hinterher zu dienen. Ich habe davor keine Angst, es wird ein Stückchen Arbeit. Manchmal ist das ganz schön meditativ auch, diese Arbeit. Anfang Juni kommen die ersten Zucchini-Pflanzen zwischen den Erdbeeren und natürlich wieder mal die Paprika. Das ist eine tolle Kombination, weil die Erdbeeren sind irgendwann mal Ende Juni abgeerntet und eigentlich könnte man das Stück auch mal irgendwie anders benutzen und das machen wir auch. Die Erdbeeren blühen schon mittlerweile sehr üppig. Das macht wirklich ganz große Freude, die kleinen Knospen zu sehen. Das gehört für mich auch zu einem von Permakulturprinzipien, dass man die unkonventionellen Lösungen sucht. Und hier siehst du, wie das Stück befreit wurde und eine Pflanze habe ich rausgerissen. Mal schauen, was damit passieren kann. Letztes Jahr habe ich ja eine Gurkenkiste gebaut. Die ist noch nicht so richtig bepflanzt und an der Seite möchte ich ganz gerne die Waldbeeren und die Erdbeeren reinsetzen. Und das ist die Möglichkeit, das auch jetzt nicht zu entsorgen, die Pflanze, sondern immer wieder reinsetzen und schauen, was passiert dieses Jahr. Auf einen großen Ertrag hoffe ich natürlich nicht, aber ein Experiment ist es wert. Mit einer vertikalen Bepflanzung natürlich vergrößerst du die Anbaufläche. Hier ist eine Pasternake, die kompostiert wurde eigentlich und versucht da rauszukommen. Die lasse ich vielleicht abblühen. Die Erdbeeren und die Waldbeeren kommen jetzt in die Spalten rein und mal schauen die nächsten Jahre, was damit passieren kann. Erdbeeren und Waldbeeren neben Kräutern sind auch interessante Unterpflanzung für junge Bäume. Das hält das Wasser auch um den Baum herum ein bisschen und die Erde feucht. Dieser Baum hat noch Zeit zu wachsen, der ist mitten eigentlich im Gartenstück und der alte Mirabellenbaum irgendwann mal wird wirklich alt und hat nicht so viel Ertrag. Also versuchen wir so viele Bäume einzupflanzen, wie es geht. Hier ist ein reifer Komposthaufen. Dieser Komposthaufen ist jetzt seit 4 Jahren hier. Der Kompost kommt jetzt auf die Gurkenkiste drauf und auch im Garten wird der Kompost verteilt. Ganz viel Brennnessel ist auf dem Kompost. Natürlich sind es die Lieblingsplätze von der Brennnessel. Da, wo die Erde sehr fruchtbar ist. Die wird jetzt auch abgeerntet und kommt in die Suppe oder in eine Gemüsepfanne oder in meinen Lieblingsgemüsestrudel. Unter den Weinreben wachsen sehr viele wilde Kräuter. Und heute möchte ich den Löwenzahn abpflücken und eine Gelenkesalbe herstellen. Dafür werden wir ca. 100 Gramm Blüten brauchen und machen ein 1 Liter Glas mit Blüten voll. Kalt gepresstes Öl. Ich nehme meistens Olivenöl oder kalt gepressten Rapsöl. Die Blüten werden mit dem Öl bedeckt und dann für 6 Wochen gelagert. Immer wieder nehme ich das Glas zu einer bestimmten Tageszeit in der Küche
und schüttel das etwas hin und her. Und nach 6 Wochen ist mein Öl reif. Bevor wir das Weizengras zum Mulchen verwenden, ernte ich es ab und verwende für ein Green Smoothie. Da nehme ich die frischen Stängeln, schneide die Viertel so ein bisschen, und da ich keinen Entsafter oder Mixer zu Hause habe, nur einen Pürierstab mit etwas Wasser vermengen, das geht auch ganz gut. Ein Teil im Laufe des Sommers trockne ich für eine Teemischung für den Winter. Aber natürlich am besten verwende ich es frisch. Das meiste wächst von alleine hier. Das wisst ihr schon mittlerweile. Und ich wollte eine Woche Fortschritt vom Mangold zeigen. Wir haben sehr viel abgeerntet, jetzt auch im Frühjahr. Aber jetzt fängt der Wachstum richtig an und das ist erstaunlich. Auch die kleinsten, die sind absolut groß geworden. Und die erste Ernte steht jetzt, ja, so richtig große Ernte. Da muss ich nicht mit Brennnessel mixen, irgendwas. Hier kann ich jetzt eine Suppe, Mangoldsuppe oder Mangoldstrudel richtig nur mit Mangold machen. Mangold müssen wir weder vorziehen noch irgendwie im Frühjahr aussehen. Das wächst von alleine und samt sich im Herbst aus. Wir lassen immer 1, 2 große Pflanzen stehen, die zweijährigen, und die Samen fallen runter. Im September oder Oktober keimen die Samen und die kleinen zarten Pflänzchen überwintern ganz gut bei Minustemperaturen. Der Frost macht denen überhaupt nichts aus. Jetzt sind die Pflanzen sehr stark und wachsen umso schneller. Die Pflanzen vom letzten Jahr sind stehen geblieben und die beernte ich jetzt. 1, 2 Pflanzen lassen wir abblühen und der Rest, der landet natürlich als Mulchmaterial auf den Beeten. Und so schließt sich der Kreislauf. Das meiste Saatgut kaufen wir nicht, sondern das ist auf diesem Stück und schon als Ressource in den älteren Pflanzen vorhanden. Man muss nur geduldig warten, bis die Pflanzen blühen und das Saatgut tragen. Dir wünsche ich eine tolle Gartensaison und viel Geduld. Lass das Unkraut stehen und verwende das entweder in der Küche oder zum Mulchen irgendwann. Ich möchte jeden ermutigen, so zu gärtnern, dass es auch wirklich Erholung bringt und Spaß macht. Und möchtest du meine Experimente weiter mitverfolgen? Dann abonniere gerne den Kanal. Für heute verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Video.